Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Fehler oder Ihre Aggression im Straßenverkehr schon nach wenigen Sekunden wie ein Boomerang zu Ihnen zurückkehrt? Den Aufnahmen von Dashcams und Überwachungskameras nachzuurteilen, ist sie extrem hoch. Manche Momente der sofortigen Karma sind so präzise und ironisch, dass es schwer fällt, an einen bloßen Zufall zu glauben. Ich lade Sie heute ein, Zeugen dieses unsichtbaren, aber unerbittlichen Mechanismus der universellen Gerechtigkeit zu werden, der auf Film festgehalten wurde. Wir werden Momente sehen, bei denen einem ein kalter Schauer über den Rücken läuft. Hier ist ein Auto, das dreist eine doppelte durchgezogene Linie überquert, nur um im nächsten Moment nach einer Kollision zu einem Haufen verbogenen Metalls zu werden. Hier ist ein Fahrer, der mit geballten Fäusten aus dem Wagen springt, um eine Auseinandersetzung zu beginnen. Doch sein lodernder Zorn kühlt schlagartig ab, als er sein eigenes Auto sieht, das langsam, aber unaufhaltsam führerlos den Abhang hinunterrollt. Oder der achtlos aus dem Fenster geworfene Müll, der von einer Windböe erfasst und prompt wieder ins Auto des unglücklichen Rowdies zurückgeweht wird. Oder das Aufblitzen der blauen Lichter eines Polizeiautos, das buchstäblich aus dem Nichts auftaucht, genau in dem Moment, als der Raser glaubt, unbemerkt davongekommen zu sein. All das sind weder Erfindungen noch gestellte Szenen. Das sind echte Ausschnitte aus dem Leben, eingefangen von Kameralinsen, genau in dem schicksalhaften Moment, wenn das Fass der Geduld des Universums scheinbar überläuft. Ich habe für euch eine Auswahl solcher schaurigen und zugleich lehrreichen Geschichten zusammengestellt. Hier wird es keine langen Überlegungen zu Ursachen und Wirkungen geben, nur Fakten, nur Taten, nur die unausweichliche Vergeltung, die die Übeltäter mit erschreckender Schnelligkeit einholt. Sie werden sehen, wie Sekunden der Selbstüberschätzung oder Wutausbrüche zu zerstörten Autos, peinlichen Situationen und manchmal sogar zu ernsthafter Gefahr führen. Diese Aufnahmen bringen einen zum Nachdenken darüber, dass jede unserer Handlungen eine Reaktion hervorruft. Und manchmal kommt diese Reaktion nicht erst nach Jahren, sondern innerhalb von Sekundenbruchteilen. Machen Sie sich bereit für ein Spektakel, das Ihre Vorstellung von Zufällen und Gesetzmäßigkeiten im Straßenverkehr verändern könnte. Wir tauchen ein in eine Welt, in der das Karma niemals schläft und mit chirurgischer Präzision zuschlägt. Und all das wurde mit der Kamera festgehalten. Es wird stellenweise lustig, stellenweise hart und wird Sie garantiert nicht kalt lassen. Vielleicht überlegt sich danach jemand zweimal, bevor er einen Becher aus dem Fenster wirft. Es gibt Regeln, die nicht nur in Gesetzbüchern stehen, sondern scheinbar auch im Gewebe der Realität selbst verankert sind. Die doppelte durchgezogene Linie auf dem Asphalt ist nicht einfach nur Farbe, sondern ein sichtbares Symbol einer Grenze, deren Überschreitung nicht nur wegen eines Bußgeldes riskant ist. Ich habe eine Situation beobachtet, die vom unbestechlichen Auge einer Dashcam festgehalten wurde und die zu einer eindrucksvollen Illustration dieses ungeschriebenen Gesetzes wurde. Stellen Sie sich eine belebte zweispurige Straße vor. Der Verkehr fließt mit mäßiger Geschwindigkeit, vielleicht etwa 40 Meilen pro Stunde. Und da taucht er auf. Der Fahrer, dem die Regeln offensichtlich zu eng sind. Er hält sich für klüger, schneller und glücklicher als die anderen. Das vorausfahrende Auto erscheint ihm unverzeihlich langsam. Warten ist für ihn ein unzulässiger Luxus. Und er fasst einen Entschluss. Ein abruptes Manöver nach links. Die Räder überqueren genau jene doppelte durchgezogene Linie, die die Gegenfahrbahnen trennt. Wahrscheinlich fühlte er sich in diesem Moment überlegen, spürte das Adrenalin seiner eigenen Kühnheit. Es schien, als würde er in ein paar Sekunden den Langsamfahrer überholen und als Sieger auf seine Spur zurückkehren. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. Genau in dem Moment, als sein Auto auf der Gegenfahrbahn war, geschah etwas Unerwartetes. Es hätte ein plötzlich aus der Kurve auftauchendes, entgegenkommendes Auto sein können, das der Fahrer entweder nicht bemerkt oder dessen Abstand er falsch eingeschätzt hatte. Oder, wie in dem konkreten Fall, den ich gesehen habe, lauerte eine andere Falle auf ihn, ein tiefes Schlagloch, das im Schatten verborgen war oder bei der Geschwindigkeit einfach nicht zu erkennen war. Das Vorderrad kracht mit einem ohrenbetäubenden Schlag in ein Loch, so groß wie ein kleiner Waschzuber. Ein ruckartiger Lenkradschlag, quietschende Bremsen. Das Auto verliert die Kontrolle. Es dreht sich quer zur Fahrbahn. Wie durch ein Wunder konnte ein Frontalzusammenstoß vermieden werden, aber das Ergebnis ist offensichtlich: ein zerstörtes Fahrwerk, ein geplatzter Reifen, möglicherweise Karosserieschäden, eine sofortige Strafe für einen Moment der Selbstüberschätzung. Und all das geschieht nur etwa 15 Meter von dem Punkt entfernt, an dem er sich entschied, die Regeln zu brechen. Karma? Zufall? Aber es sieht aus wie eine klare und schnelle Antwort auf die Rücksichtslosigkeit. Wie oft haben Sie gesehen, dass jemand versucht, noch bei Gelb über die Ampel zu fahren oder das rote Licht einfach ignoriert? Träge bremst jemand vor dem Stoppschild ab, ohne wirklich anzuhalten, als wäre es nur eine Empfehlung und keine Vorschrift. Ich glaube, jeder von uns hat solches Verhalten schon einmal beobachtet. Oft bleibt das ohne Folgen, aber manchmal beschließt das Universum, eine anschauliche Lektion zu erteilen. Und das mit erstaunlicher Schnelligkeit. Eine solche Situation spielt sich gerade vor unseren Augen an der Kreuzung ab. Ein Fahrer, der offensichtlich in Eile ist, nähert sich der Ampel. Das gelbe Licht leuchtet schon seit ein paar Sekunden, aber anstatt sanft anzuhalten, drückt er das Gaspedal bis zum Anschlag durch. Die Rechnung ist einfach: die Kreuzung überqueren, bevor die Ampel auf Rot schaltet. Das etwa 15 Fuß lange Auto rast buchstäblich in die Kreuzung, obwohl das Signal bereits gewechselt hat.
Eine Sekunde des Triumphs. Geschafft. Doch die Freude ist verfrüht. Direkt hinter der Kreuzung taucht wie aus dem Nichts ein Streifenwagen auf. Möglicherweise stand er unbemerkt in einer Seitenstraße oder fuhr einfach in die gleiche Richtung und wurde so Zeuge des Verstoßes. Helle blau-rote Lichter blitzen auf dem Dach auf. Ein kurzer Sirenenton durchschneidet die Luft. Der Fahrer, der gegen die Regeln verstoßen hat, ist gezwungen, an den Straßenrand zu fahren. Sein gesamter Zeitgewinn, diese 5 bis 10 Sekunden, wird augenblicklich durch die Aussicht auf ein langes Gespräch mit dem Polizisten, ein Bußgeld und möglicherweise unangenehme Einträge in der Fahrerakte zunichte gemacht. Eine ähnliche Geschichte passierte einem Mädchen, das sich entschied, das Stoppschild zu ignorieren. Sie hat nur leicht das Tempo verringert, ist über die Kreuzung gefahren und war sich ihrer Straffreiheit sicher. Doch schon nach 100 Yards wurde sie von einem Polizeiauto eingeholt. Das Gesetz erwies sich als aufmerksamer, als sie angenommen hatte. Diese Momente sind das perfekte Beispiel dafür, wie der Versuch, einen Augenblick zu sparen, zu einem Verlust von Zeit, Geld und Nerven führt. Sofortige Karma in Aktion, eingefangen von der Kamera. Ein Hydrant ist nicht einfach nur ein gusseiserner Pfosten am Straßenrand, sondern ein strategisch wichtiger Punkt, ein Zugang zu Wasser im Notfall, von dem Menschenleben und der Erhalt von Eigentum abhängen können. Das Parken neben einem Hydranten ist nicht aus Willkür der Gesetzgeber verboten, sondern aus Gründen der grundlegenden Sicherheit. Doch leider erkennen das nicht alle Autofahrer oder ziehen es vor, es zu ignorieren. Stellen Sie sich folgendes Bild vor: ein sonniger Tag, eine ganz normale Stadtstraße. Der Fahrer einer silbernen Limousine findet keinen anderen Parkplatz und entscheidet sich, direkt am Hydranten zu parken und so den Zugang zu versperren. Vielleicht denkt er, ich bin ja nur 5 Minuten weg. Oder was kann schon passieren? Diese 5 Minuten ziehen sich in die Länge und es kann alles Mögliche passieren. Und dann, wie in einem Katastrophenfilm, bricht irgendwo in der Nähe ein Feuer aus. Mit heulenden Sirenen trifft das Feuerwehrauto ein massiver, roter Gigant, der mehrere Tonnen wiegt. Die Feuerwehrleute handeln schnell und koordiniert. Sie brauchen Wasser, und zwar sofort. Der Hydrant ist gleich hier in der Nähe, aber genau dieser Sedan blockiert den Zugang. Die Feuerwehrleute haben keine Zeit, den Besitzer zu suchen, keine Zeit für Sentimentalitäten. Ihre Aufgabe ist es, zu retten. Mit einer schnellen, präzisen Bewegung eines Spezialwerkzeugs zerspringt die Seitenscheibe des Autos in tausende kleine Splitter. Der dicke Feuerwehrschlauch windet sich wie eine Schlange durch den Innenraum des Autos direkt zum Hydranten. Wasser unter einem Druck von mehreren Dutzend Pfund pro Quadratzoll schießt durch den Schlauch. Der Fahrer wird bei seiner Rückkehr nicht nur ein eingeschlagenes Fenster und möglicherweise einen überfluteten Innenraum vorfinden, sondern auch ein stattliches Bußgeld für das Parken. An einer verbotenen Stelle eine Lektion, die er vermutlich lange nicht vergessen wird. Der Preis für die Missachtung der Regeln und der Sicherheit anderer erwies sich als ziemlich spürbar. Das ist keine Schadenfreude, sondern eine harte Notwendigkeit, die zeigt, dass Karma einen sogar durch das Handeln der Einsatzkräfte einholen kann. Es gibt Momente, in denen die Emotionen über die Vernunft siegen. Ein Verkehrskonflikt, ein Wutausbruch, das Bedürfnis, dem Gegenüber sofort die eigene Richtigkeit zu beweisen. Eine leider allzu vertraute Situation. Und so hält der Fahrer aufgebracht durch den Streit das Auto abrupt an, reißt den Zündschlüssel heraus und springt hinaus, um seinem Ärger Luft zu machen. Das Adrenalin kocht, die Worte fliegen, die Gesten werden schroff, die ganze Aufmerksamkeit ist auf den Gegner gerichtet. Doch im Eifer dieses Gefechts vergisst er das wichtigste kleine Detail: die Handbremse. Besonders tückisch ist diese Vergesslichkeit auf einer Straße mit auch nur einer leichten Neigung, vielleicht ein paar Grad, die dem Auge kaum auffallen. Und während der Fahrer wütend gestikuliert und schreit, beginnt sein eigenes Auto, das 1,5 bis 2 Tonnen wiegt, fast wie von selbst, langsam und beinahe unbemerkt zu rollen. Zunächst ist es nur eine kaum wahrnehmbare Verschiebung um ein paar Zentimeter, doch dann nimmt die Geschwindigkeit zu, das Auto rollt rückwärts oder vorwärts und gewinnt dabei an Fahrt. Stellen Sie sich den Schock und das Entsetzen des Fahrers vor, wenn er sich bei einem seltsamen Geräusch oder einem warnenden Ruf umdreht und sieht, wie sein Liebling, sein Fortbewegungsmittel, unaufhaltsam auf ein anderes Auto, einen Pfosten, einen Zaun oder, was am schlimmsten ist, auf die Fahrbahn zurollt, wo sich andere Fahrzeuge oder Fußgänger befinden könnten. Der Konflikt gerät augenblicklich in Vergessenheit. An die Stelle von Wut tritt Panik. Die Versuche, das rollende Auto einzuholen und zu stoppen, wirken oft komisch, aber die Situation kann zu ernsthaften Schäden und sogar zu einer Tragödie führen. Ich habe eine Aufnahme gesehen, bei der genau das passiert ist. Ein Mann stieg aus, um sich mit einem anderen Fahrer auseinanderzusetzen, während sein SUV ruhig rückwärts rollte und in ein geparktes Auto krachte. Eine sofortige und sehr anschauliche Strafe für den Kontrollverlust, nicht nur über die eigenen Emotionen, sondern auch über das Auto. Die Handbremse ist nicht einfach nur ein Hebel, sie ist die Garantie dafür, dass Ihr Eigentum und Ihre Ruhe an Ort und Stelle bleiben. Der Straßenrand ist eine Zone für technische Stopps, ein Platz für Notfalldienste, aber keinesfalls eine zusätzliche Spur für diejenigen, die sich für schlauer oder wichtiger als andere halten. Dennoch ist für einige Fahrer die Versuchung, den Stau über diesen staubigen oder schlammigen Streifen Erde zu umfahren, einfach unwiderstehlich. Ich habe viele Aufnahmen gesehen, in denen solche Helden für ihre Ungeduld und Missachtung der Regeln eine sofortige und sehr anschauliche Vergeltung erfahren. Stellen Sie sich eine Kolonne von Autos vor, die langsam mit 5 bis 10 Meilen pro Stunde dahinkriecht.
Und da tritt ein Ritter in einem glänzenden Geländewagen auf die Bühne, überzeugt davon, dass er jetzt alle besiegen wird, oder ein wendiger Kleinwagen, der sicher ist, dass er jetzt alle überholen wird. Er fährt auf den Seitenstreifen, wirbelt Staubwolken auf oder schleudert Schlammbrocken umher. Die ersten paar Dutzend Fuß lassen sich leicht zurücklegen. Das Gefühl der Überlegenheit wächst. Es scheint, als hätte er das System wirklich ausgetrickst. Aber der Seitenstreifen ist tückisch. Er ist selten so eben und fest wie die eigentliche Fahrbahn. Unter einer Staubschicht kann sich irgendwo eine tückische Grube verbergen, die von Baufahrzeugen hinterlassen wurde, oder ein nach einem kürzlichen Regen aufgeweichter Abschnitt, der sich in ein zähes, halbfußtiefes Schlammloch verwandelt hat, vergleichbar mit einem dichten Sumpf. Und dann kommt der Moment der Abrechnung. Die Räder des Autos verlieren plötzlich den Halt. Das Auto taucht abrupt mit der Front ein und bleibt im Schlamm stecken oder kracht polternd in ein Schlagloch. Der Motor heult auf, die Räder drehen hilflos durch und schleudern den Schlamm noch weiter auseinander. Doch das Auto bewegt sich keinen Zentimeter. Der Fahrer, der sich noch vor einer Sekunde wie der König der Straße fühlte, sitzt nun hilflos im festgefahrenen Wagen und beobachtet, wie genau der Verkehrsstrom, den er so unbedingt überholen wollte, langsam an ihm vorbeizieht. Manchmal sind die Folgen noch gravierender. Beschädigtes Fahrwerk, durchgeschlagene Ölwanne, verlorene Stoßstange. Das Ende ist immer dasselbe: Zeitverlust, Nerven, Geld und öffentliche Demütigung vor den Augen dutzender anderer Autofahrer. Der Straßenrand verzeiht keine Eile. Die Angewohnheit, Müll aus dem Autofenster zu werfen oder Abfalltüten auf dem Parkplatz liegen zu lassen, ist nicht nur ein Zeichen schlechter Erziehung, sondern ein Akt der Missachtung gegenüber der Umwelt und den Mitmenschen. Und wie zahlreiche Videoaufnahmen zeigen, reagiert die Welt auf solch unverschämtes Verhalten manchmal sofort und auf sehr einfallsreiche Weise. Ich erzähle Ihnen von einem typischen, aber nicht weniger aufschlussreichen Fall. Stellen Sie sich vor, ein Fahrer sitzt in seinem Auto auf dem Parkplatz oder bewegt sich langsam im Verkehr und lässt, ohne mit der Wimper zu zucken, das Fenster herunter, um mit einer lässigen Handbewegung eine leere Zigarettenschachtel, eine Essensverpackung oder einen Plastikbecher auf den Asphalt zu werfen. Er ist überzeugt, dass es niemand bemerkt hat, oder es ist ihm einfach völlig egal. Doch in der Nähe befindet sich jemand, für den Sauberkeit kein leeres Wort ist. Das kann ein anderer Fahrer sein, ein Fußgänger oder wie in einem der mir besonders im Gedächtnis gebliebenen Videos ein Mitarbeiter des kommunalen Reinigungsdienstes. Wenn diese Person den Akt des Vandalismus sieht, geht sie nicht einfach vorbei. Sie hebt den weggeworfenen Müll auf, geht zum Auto des Übeltäters und gibt ihm seinen Abfall zurück. Die Methoden sind unterschiedlich. Manche klopfen höflich ans Fenster und geben den Müll zurück, andere werfen ihn kurzerhand durch das offene Fenster direkt ins Wageninnere. Ein besonders eindrucksvoller Fall ereignete sich auf einem Parkplatz. Ein Mann stellte eine ganze Tüte Müll neben ein fremdes Auto und wollte schon weggehen. Doch ein aufmerksamer Bürger, der das bemerkte, holte ihn ein und drückte ihm die Tüte entschlossen wieder in die Hand, begleitet von einer unmissverständlichen Geste. Die Reaktion der Übeltäter reicht dabei meist von Verwirrung und Scham bis hin zu Aggression, doch allein die Tatsache der sofortigen Vergeltung, die von der Kamera festgehalten wird, löst bei den Zuschauern ein tiefes Gefühl der Genugtuung aus. Es ist ein kleiner Akt der Gerechtigkeit, der daran erinnert, dass man für seine Taten einstehen muss, manchmal. Buchstäblich schon nach wenigen Sekunden. Das Universum bringt durch die Hände engagierter Menschen den weggeworfenen Müll punktgenau an den richtigen Adressaten zurück. Auf den Straßen trifft man auf Fahrer, die sich die Freiheit nehmen, andere Verkehrsteilnehmer zu belehren. Sie halten sich für berechtigt, diejenigen zu bestrafen, die ihrer Meinung nach falsch fahren, zu langsam sind oder nicht höflich genug agieren. Eine der gefährlichsten Methoden dieser Erziehung ist das abrupte Abbremsen. Direkt vor dem vermeintlichen Sünder, das sogenannte Brake-Checken. Besonders leichtsinnig ist es, diese Methode gegenüber schweren Lastwagen anzuwenden. Ein Pkw und ein mehrere Tonnen schwerer Lkw gehören zu völlig unterschiedlichen Gewichtsklassen. Fast wie eine Hummel gegen einen Elefanten. Ich habe eine Aufnahme gesehen, die die fatalen Folgen einer solchen Verkehrserziehung anschaulich demonstriert. Der Fahrer eines Pkw, möglicherweise eines SUV mit einem Gewicht von etwa 2 Tonnen, war der Meinung, dass der Fahrer des hinter ihm fahrenden Lkw-Monsters mit 20 oder 30 Tonnen Gewicht nicht genügend Abstand hielt oder ihn auf andere Weise beleidigt hatte. Um dem Lkw-Fahrer eine Lektion zu erteilen, tritt der Pkw-Fahrer plötzlich scharf auf die Bremse. Für ihn ist das eine einfache Handlung. Das Auto kommt fast augenblicklich zum Stehen. Doch für den Fahrer des Sattelschleppers beginnt damit ein Albtraum. Der Bremsweg eines beladenen Sattelzugs kann selbst bei einer Geschwindigkeit von 50 Meilen pro Stunde mehrere hundert Fuß betragen. Die Gesetze der Physik sind unerbittlich. Die Trägheit der riesigen Masse erlaubt es nicht, genauso schnell anzuhalten wie ein Pkw. Der Lkw-Fahrer tritt auf die Bremse, man hört das Quietschen der Reifen, doch der Abstand verringert sich unaufhaltsam. Der Pkw vor ihm wird zu einem unüberwindbaren Hindernis. Der Aufprall ist unvermeidlich. Die Front des Lkw zerquetscht das Heck des Pkw wie eine Konservendose. Das Ergebnis: schwere Schäden für den Lehrer, Schock, Ermittlungen und all das wegen eines dummen Versuchs, sich auf der Straße zu profilieren. Auch der Lkw-Fahrer erleidet möglicherweise Verluste, doch der Verursacher der gefährlichen Situation bekommt die härteste Lektion.
Karma in Form eines tonnenschweren Arguments trifft sofort und unerbittlich und erinnert daran, dass die Straße kein Ort ist, um auf solch gefährliche Weise Konflikte auszutragen. Manchmal eskalieren Konflikte im Alltag oder wegen Unannehmlichkeiten, die von Nachbarn verursacht werden, in völlig absurde und gefährliche Formen. Einer dieser grotesken Fälle, der von einer Kamera festgehalten wurde, ereignete sich zwischen einem Bewohner eines Einfamilienhauses und einer Bautruppe, die in der Nähe mit einem Betonmischer arbeitete. Offenbar störten den Mann der Lärm, der Staub oder allein die Tatsache, dass schwere Maschinen neben seinem gepflegten Grundstück mit dem perfekten Rasen von mehreren 100 Quadratfuß parkten. Irgendwann riss ihm der Geduldsfaden und er beschloss, zur Tat zu schreiten. Doch anstatt zu versuchen, eine Einigung zu erzielen oder die Polizei zu rufen, wählte er einen äußerst seltsamen und aggressiven Weg. Er griff sich einen Hammer und ging auf den Betonmischer zu, offenbar mit der Absicht, dem Fahrer zu drohen oder die Maschine zu beschädigen. Vielleicht erschien ihm der Hammer als ein ausreichend einschüchterndes Argument. Allerdings unterschätzte er offensichtlich die Einfallsreichkeit und die Mittel seiner Gegner. Die Bauarbeiter, die den wütenden Mann mit dem Hammer auf sich zukommen sahen, gingen nicht auf eine handgreifliche Auseinandersetzung ein. Stattdessen setzten sie ihr berufliches Werkzeug ein. Der Fahrer des Betonmischers richtete mit dem hydraulischen Auslauf eine Strömung aus flüssigem Beton, einer grauen, zähflüssigen Masse von hunderten Pfund Gewicht, auf den Angreifer. Die Aufnahme zeigt zwar keinen direkten Treffer auf die Person, aber der Beton ergoss sich reichlich über den Bereich neben ihm, möglicherweise über seine Schuhe oder Kleidung und ganz sicher über seinen kostbaren Rasen. Das Bild war zugleich schockierend und komisch. Ein wütender Mann mit einem nun nutzlosen Hammer gegen eine mächtige Baumaschine, die ihren Inhalt als Verteidigungsmittel einsetzt. Es war ein absolut ungleicher Kampf. Das sofortige Karma traf den Angreifer in Form eines Stroms schnell aushärtenden Betons und zeigte anschaulich die Absurdität seines Vorhabens und die Unüberlegtheit seiner Waffenwahl. Die Lektion, die er erhielt, war mit Sicherheit sehr schmutzig und nur schwer abzuwaschen. Ein Krankenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Sirene ist ein Alarmsignal, ein Aufruf, Platz zu machen, ne? Denn jede Sekunde kann entscheidend sein, um jemandes Leben zu retten. Die überwiegende Mehrheit der Fahrer versteht das und bemüht sich, so schnell wie möglich den Weg freizumachen. Leider gibt es jedoch auch diejenigen, die entweder das Sondersignal nicht hören oder es bewusst ignorieren und manchmal sogar offene Aggression zeigen. Einer dieser besonders krassen Fälle wurde von einer Dashcam aufgezeichnet und zeigt nicht nur die Unverschämtheit eines Fahrers, sondern auch die erstaunliche Solidarität der anderen Verkehrsteilnehmer. Stellen Sie sich eine belebte Stadtstraße vor. Von hinten nähert sich ein Krankenwagen, dessen Sirene durchdringend heult und dessen blaue Lichter in den Augen schmerzen. Die Autos beginnen, an den Straßenrand auszuweichen und machen einen Korridor frei. Doch der Taxifahrer, der auf der mittleren Spur unterwegs war, entscheidet sich anders. Anstatt den Krankenwagen durchzulassen, wechselt er plötzlich direkt vor ihm die Spur und schneidet so das zum Einsatz eilende Rettungsfahrzeug. Vielleicht dachte er, dass seine eigenen Angelegenheiten wichtiger seien, oder er hat einfach nicht in die Spiegel geschaut. Doch sein Manöver war so dreist und gefährlich, dass es eine sofortige Reaktion der Umstehenden hervorrief. Was dann geschah, wirkte wie eine Szene aus einem Film über Selbstjustiz. Mehrere Fahrer, die neben und hinter dem Taxi fuhren, koordinierten ihr Handeln augenblicklich. Sie verlangsamten gleichzeitig und wechselten die Spur so, dass sie den Taxifahrer komplett blockierten und ihm keine Möglichkeit zur Flucht ließen. Es entstand ein lebendiger Schutzschild, der den Krankenwagen schützte und den Regelbrecher bestrafte. Der Krankenwagen konnte seine Fahrt fortsetzen, während der Taxifahrer zwischen den anderen Autos eingeklemmt blieb, Auge in Auge mit dem stillen, aber eindringlichen Tadel von einem Dutzend Augenpaaren. Das war ein kraftvoller Akt kollektiver Vergeltung. Die Straße hat durch die Hände gewöhnlicher Fahrer ihr Urteil über den Dreisten gefällt. Sofortiges Karma, das nicht von übernatürlichen Kräften, sondern vom Gerechtigkeitssinn und der Solidarität einfacher Menschen vollzogen wurde, die den Wert menschlichen Lebens verstehen und wissen, dass Unhöflichkeit gegenüber denen, die zur Hilfe eilen, inakzeptabel ist. Falsches Parken ist nicht einfach nur ein Regelverstoß, sondern ein Ausdruck von Respektlosigkeit gegenüber anderen Menschen, ihrer Zeit und ihrem Raum. Ein blockierter Ausfahrt, ein besetzter Fremder- oder Behindertenparkplatz, ein auf dem Rasen abgestelltes Auto, all das kann selbst den ruhigsten Menschen aus der Fassung bringen. Manchmal erfolgt die Antwort auf eine solche Dreistigkeit nicht in Form eines Strafzettels von der Polizei, sondern als Akt kreativen und mitunter sehr aufwendigen Volkszorns. Ich habe Aufnahmen gesehen, bei denen der Fantasie der Rächer keine Grenzen gesetzt waren und die Bestrafung in eine regelrechte Show verwandelt wurde. Eine der beliebtesten Methoden ist es, das Auto des Falschparkers in ein Kunstobjekt zu verwandeln. Stellen Sie sich ein Auto vor, das komplett vom Stoßfänger bis zum Dach mit Frischhaltefolie oder industriellem Stretchplastik umwickelt ist, sodass es wie eine riesige Mumie oder ein achtlos verpacktes Geschenk von ein paar Tonnen Gewicht aussieht.
Um ein solches Auto zu befreien, braucht der Besitzer viel Zeit und Mühe und möglicherweise ein Messer oder ein anderes schneidendes Werkzeug. In einem anderen Fall habe ich beobachtet, wie um ein falsch geparktes Auto eine ganze Barrikade aus Dutzenden von Einkaufswagen errichtet wurde, wodurch eine fast uneinnehmbare Festung entstand, aus der man ohne fremde Hilfe kaum herauskommt. Es gibt auch radikalere Methoden. In China zum Beispiel geht man mit illegal geparkten Mopeds nicht zimperlich um. Sie werden einfach mit einem Bagger auf die Ladefläche eines Lastwagens geschoben, wie irgendein Müll. Und in Indien habe ich einen wirklich erstaunlichen Fall gesehen. Die Einheimischen hoben und trugen per Hand ein kleines Auto, das den Durchgang im Hof komplett blockierte, ein paar Fuß zur Seite und stellten es direkt an die Wand. Das erforderte die Anstrengung mehrerer Personen, aber das Ergebnis war beeindruckend. Der Durchgang war frei und der Autobesitzer erhielt einen stummen, aber sehr deutlichen Vorwurf. Manchmal wird das Auto einfach mit Hunderten von Stickern mit wütenden oder ironischen Aufschriften beklebt. All das sind Formen der sofortigen Karma, geboren aus der Verzweiflung und Einfallsreichtum derjenigen, die es leid sind, sich mit fremdem Egoismus abzufinden. In der Hierarchie des Straßenverkehrs gibt es ihre eigenen Schwergewichte und der Bagger ist einer von ihnen. Diese mächtige Maschine, die für Erdarbeiten bestimmt ist, verfügt über eine Kraft, mit der sie mühelos Tonnen von Erde oder Steinen bewegen kann. Und manchmal wird diese Kraft nicht für den Bau eingesetzt, sondern zur Wiederherstellung der Ordnung, wenn gewöhnliche Methoden machtlos sind. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Der Fahrer eines Pkw ignoriert dreist die Schilder oder Bitten, das Auto wegzufahren, das den Durchgang für Baumaschinen oder die Durchführung von Arbeiten behindert. Er fühlt sich in seiner Metallkiste sicher und glaubt, dass ihm nichts passieren kann. Doch dann betritt der Baggerfahrer die Bühne. Das ist jemand, der daran gewöhnt ist, große Aufgaben zu lösen, und ein falsch geparktes Auto ist für seine tonnenschwere Maschine nichts weiter als ein ärgerliches Hindernis. Ich habe eine Aufnahme gesehen, in der ein Baggerfahrer bei einer solchen Behinderung nicht lange gewartet oder diskutiert hat. Mit erstaunlicher Präzision und scheinbarer Leichtigkeit führte er die riesige Schaufel, so groß wie ein kleines Boot, an das Falschparkerauto heran. Das Weitere sah aus wie eine Demonstration von Kraft und der Unvermeidbarkeit der Strafe. Die Schaufel hob das Auto, das vielleicht 1,5 Tonnen wog, vorsichtig, aber bestimmt an, hob es einige Fuß über den Boden, als wäre es ein Spielzeug, und bewegte es sanft zur Seite, um die Durchfahrt frei zu machen. Manchmal kann der Bagger das Auto einfach sanft, aber bestimmt mit der Stoßstange oder derselben Schaufel beiseite schieben. In einem besonders eindrucksvollen Moment, den ich gesehen habe, stieg der Baggerführer nach dem Umsetzen mit einem so stolzen und zufriedenen Gesichtsausdruck aus der Kabine, als hätte er gerade eine Heldentat im Namen der Gerechtigkeit vollbracht. Für den Autobesitzer ist das natürlich ein Schock und möglicherweise mit Schäden verbunden, aber es ist auch eine anschauliche Lektion. Versperre niemals den Weg demjenigen, der viel größer und stärker ist als du, besonders dann nicht, wenn dieser Riese mit seiner stählernen Schaufel Gerechtigkeit übt. Es gibt Taten, die in der festen Überzeugung begangen werden, dass niemand zusieht. Kleine Verstöße, die aus einem momentanen Bedürfnis oder aus Bequemlichkeit begangen werden, erscheinen oft unbedeutend und ungefährlich. Das Verrichten seiner Notdurft an einem öffentlichen Ort, auch wenn er abgelegen ist, gehört genau zu solchen Handlungen. Das ist unschön, illegal, aber scheinbar ohne ernsthafte Konsequenzen. Doch manchmal spielt das Schicksal dem Übeltäter auf die ironischste Weise einen Streich, indem es ihm genau im unpassendsten Moment eine Begegnung mit den Gesetzeshütern beschert. Ich habe eine Videoaufnahme gesehen, die diese peinliche Form von sofortigem Karma perfekt veranschaulicht. Ein Mann entscheidet sich, anstatt eine Toilette zu suchen, im Hof eines Wohnhauses oder in einer ruhigen Seitenstraße die nächstgelegene versteckte Ecke zu benutzen. Er wählt einen Platz hinter seinem eigenen Auto und glaubt, dass dies ein ausreichend sicheres Versteck ist. Nachdem er sich umgesehen und sichergestellt hat, dass niemand in der Nähe ist, macht er sich ans Werk. In diesem Moment verspürt er vermutlich Erleichterung und fühlt sich völlig ungestraft. Es scheint, als wäre alles reibungslos verlaufen. Doch genau in diesem Moment, wie in einem absurden Komödiendrehbuch, fährt langsam ein Streifenwagen um die Ecke. Sie bleibt direkt vor der provisorischen Toilette stehen. Stellen Sie sich das Erstaunen und den Schrecken des Mannes vor, der buchstäblich mit heruntergelassener Hose erwischt wird. Die Erleichterung wird augenblicklich von Panik und brennender Scham abgelöst. Die Frau, die das Ganze aus dem Fenster mit der Kamera filmte, konnte einen Ausruf nicht unterdrücken, in dem sich Schock und der Glaube an höhere Gerechtigkeit mischten. Auch die Polizisten waren vermutlich von diesem Anblick überrascht. Die weitere Untersuchung, Erklärungen, vielleicht eine Geldstrafe, all das wurde zur sofortigen Vergeltung für eine unüberlegte und unkultivierte Tat. Das Karma schlug nicht nur schnell zu, sondern mit tödlicher Ironie und verwandelte einen kleinen Verstoß in eine öffentliche Blamage unter dem wachsamen Auge des Gesetzes.